Der M Plus ist die neueste Vaporizer-Entwicklung aus dem Hause Dynavap. Hierbei haben wir es, wie bei allen Vapes dieses Herstellers, mit einem Gerät zur thermischen Extraktion von Trockenkräutern zu tun. Die Dynavaps kommen wie andere Vaporizer auch komplett ohne Rauch aus, da hier die Kräuter nur bis zum Siedepunkt erhitzt werden, um dann die Wirkstoffe in Form von Dampf zur Inhalation bereitzustellen. Diejenigen unter euch, die schon länger als Dynanauten durchs Dynaverse reisen, wird auffallen, dass der neue M ein Plus im Namen trägt, anstelle nur einer Jahreszahl, wie es bei den Vorgängermodellen immer gewohnt war. So wollen wir dieses Gerät hier in diesem Video einmal genau unter die Lupe nehmen und darauf schauen, was sich die Entwickler in dieser Evolutionsstufe Neues haben einfallen lassen. Hierzu möchte ich dann zunächst einmal kurz auf die Geschichte des Dynavap M eingehen. Dann schauen wir darauf, aus welchen Bauteilen der M Plus besteht und wie wir ihn in seine Einzelteile zerlegen. Anschließend betrachten wir die neu entwickelte Spitze, da sich an diesem Bauteil wirklich Grundlegendes geändert hat. Danach sprechen wir über das neue Stem und die Veränderungen, die hier Einzug gehalten haben. Wir werden darauf schauen, wie der M Plus angewendet wird und wie wir die Dichte des Dampfes bei diesem Gerät beeinflussen können. Nachfolgend reden wir noch einmal kurz darüber, wie das Gerät hier gereinigt wird. Zum Schluss lasse ich euch in meinem persönlichen Fazit dann an meinen Gedanken zum neuen Dynavap M Plus teilhaben und wir schauen darauf, ob dieser das Plus denn auch wirklich im Namen verdient hat. Na, da lohnt sich das Dranbleiben doch heute mal wieder besonders. Heute wird's abgespaced. That once we resume the countdown, it restarts from the 40-second period, and then we keep going. So stick around because. 5, 4, 3. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der krautigen Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapers Kraut Cloud. Der Dynavap M Plus gehört wie alle Geräte aus dem Hause Dynavap zur Gattung der mechanischen Konduktionsvaporizer. Mechanisch bedeutet, dass er über kein eigenes Heizsystem verfügt und so die Hitze von außen in das Gerät eingebracht werden muss. Konduktion bedeutet, dass sich bei diesem Vape-Typ die ganze Kräuterkammer, Heizkammer erhitzt, um die Wirkstoffe im Material zu vaporisieren. 2017 wurde der erste Dynavap M vom George Breuer, das ist der Erfinder und Firmengründer von Dynavap, der Öffentlichkeit vorgestellt. Das ist dieser Herr hier. Anschließend wurde das Gerät bis zum Jahr 2021 durch jährliche neue Modelle kontinuierlich weiterentwickelt. Nach einer kreativen Pause in 2022 ist nun der in weiten Teilen redesignte M Plus erschienen. Beim neuen Design des M wurde großes Augenmerk auf die Bedienungsfreundlichkeit und aber auch auf Kundenwünsche gelegt. Ich persönlich kam 2018 zu meinem ersten Dynavap. Das war der hier. Das war jetzt bei weitem nicht mein erster Vaporizer, auch nicht mein erster mechanischer Vapo. Aber ich kann mit Recht und Fuge behaupten, dass dieses Gerät mein Vape-Leben gewaltig verändert hatte. Mir war bis dahin schon längst klar, dass Rauch durch Dampf mittels eines Vaporizers ersetzt werden kann. Aber dass dies in diesem Formfaktor mit solcher Effizienz möglich ist, hatte mich dann so begeistert,
dass ich bis heute ein riesiger Fan von Dynawebs bin. Diesen 2018 MIA hatte ich seinerzeit auch schon bei Verdammt Normal in Berlin bestellt. 5 Jahre später habe ich nun das Glück, dass Verdammt Normal mich in meinem gesteigerten Interesse für Vaporizer supportet. So wurde mir auch dieser M Plus hier von den Lieben zu Review-Zwecken zur Verfügung gestellt. Seit ich meine Leidenschaft für Vaporizer vor ca. 13 Jahren entdeckt habe, bin ich selbst Stammkunde in diesem Shop und wurde dort wirklich kein einziges Mal enttäuscht. Die Expertise der Mitarbeitenden und der Kundenservice sind doch großartig. Die Warenpalette ist meines Erachtens die best ausgewählte und breiteste in ganz Europa und der Versand ist dort wirklich immer im Turbo-Modus unterwegs. Ich kenne die Leute, die dort arbeiten und glaubt mir, sie leben wahrhaft Vaporizer und dealen nicht nur damit. So lege ich euch den Shop von Verdammt Normal aus voller Überzeugung ans Herz. Und wenn euch gefällt, was ich hier mache und ihr meinen Kanal hier unterstützen wollt, findet ihr unter diesem Video einen Link, der euch zu einem dicken grünen Button auf meiner Homepage führt. Wenn ihr da vor eurem Einkauf draufklickt, aktiviert ihr meinen Affiliate-Link bei Verdammt Normal und ich bekomme etwas von eurem Einkauf ab, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Was da eingespielt wird, kommt dann auch diesem Kanal hier direkt wieder zugute. Herzlichen Dank für euren Support. So, nun aber zum M+. Zunächst einmal ist der M+, wie auch alle seine M-Vorgänger, komplett aus Edelstahl gefertigt und er besteht aus folgenden Bauteilen. Da wäre denn zunächst einmal die Kappe, die sogenannte Cap. Erst einmal ist diese Kappe bei allen Dynawebs gleich. Sie besteht aus Edelstahl und hat am geschlossenen Ende 2 Bimetallscheiben verbaut, welche sich unter Wärmeeinwirkung gegeneinander verspannen und ab einer gewissen Temperatur in die andere Richtung springen. Dies verursacht dann den Dynaweb-typischen Klick. Dieser Klick, der je nach Kappe auch mehr oder weniger ein Doppelklick sein kann, signalisiert, dass die richtige Temperatur zum Extrahieren der Kräuter erreicht ist. Durch die Abkühlung während der Nutzung springen dann die Bimetallscheiben ab einer gewissen Temperatur wieder in die ursprüngliche Position zurück und verursachen so einen erneuten Klick, der dann anzeigt, dass der notwendige Temperaturbereich zum Vaporisieren wieder verlassen wurde. Dann haben wir hier beim M+ eine komplett überarbeitete Spitze, welche wir in der Dynawelt als Tip bezeichnen. Im Tip selbst befindet sich dann die Kräuterkammer, in der wir dann später unser Kraut platzieren können. Unten in der Kräuterkammer finden wir ein ebenfalls aus Edelstahl hergestelltes kleines Sieb. Dieses wird von Dynaweb als CCD bezeichnet. Des Weiteren besteht der M+ aus einem Stamm oder Handstück, dem sogenannten Stem, was dann den Dampfweg in Form eines kleinen Röhrchens, dem Kondenser, beinhaltet. Der Kondenser ist dieses kleine Röhrchen und verläuft mittig im Stem und wird im Inneren von hitzebeständigen O-Ringen an seinem Platz gehalten. Diese Eindrehungen am Kondenser sorgen dafür, dass die Ringe am rechten Platz bleiben. Der Kondenser verbindet sich am Ende des Stems im Inneren des Tips mit dem Tip. Wenn ihr nun hier am Airport frische Luft in das Gerät einströmen lasst, wandert die Luft hier im Stem runter und vermischt sich mit dem in der Heizkammer erzeugten Dampf innerhalb des Tips. Dann strömt das Gemisch innerhalb des Kondensers zurück zum Mundstück und steht doch zur Inhalation bereit. Mir ist klar, dass das jetzt der Ultraschnelldurchlauf war. Für alle, die es ganz genau wissen wollen, verlinke ich hier oben mal mein Dynaweb 1x1 Video. Nun lasst uns einmal Stück für Stück die M+ Bauteile durchgehen
und ihre Funktionsweise besprechen. Hierbei möchte ich dann auch auf die Unterschiede zu den Vorgängermodellen eingehen und so mit euch erörtern, warum dieser M über das Plus im Namen verfügt. Beginnen wir hier zunächst einmal mit dem Tipp. Hier wurden so einige Veränderungen eingeführt, welche die Nutzung des M Plus gegenüber den alten M-Spitzen wesentlich vereinfacht und eine ordentlich höhere Performance in der Dampfdichte ermöglicht, wenn es denn so von euch gewünscht ist. Zunächst einmal fällt uns bei diesem Tipp auf, dass wir es hier zum ersten Mal mit einem Design zu tun haben, welches komplett ohne Kühlrippen auskommt. Schaut mal, ich blende euch hier einmal die Vorgängerspitzen zum Vergleich ein. Die erste Entwicklung in diese Richtung konnten wir schon beim B-Tipp erkennen, das nur noch über eine einzige Kühlrippe verfügte. Aufgrund der guten Erfahrungen, die hier beim B-Tipp gemacht wurden, wurde diese Entwicklung bei den Machern von Dynaweb konsequent weiterverfolgt und so hat man auch beim M-Plus-Tipp die letzte Kühlrippe endlich das Zeitliche gesegnet. Den Vorteil hiervon möchte ich denn gleich mit euch erörtern, nachdem wir noch einmal kurz die generelle Grundarbeitsweise eines Dynaweb-Tipps durchgegangen sind. Dabei reiße ich auch hier die Dinge nur ganz kurz an. Alle Infos, Grundlagenvideo. Generell ist das Tipp die eigentliche Dampfmaschine in einem Dynaweb. Unten im Tipp sehen wir das CCD, welches auch beim M Plus wie schon beim 2021M mittels des Kondensers höhenverstellbar ist und so eine Verstellung auf eine halbe Kammergröße zulässt. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund davon, aber es ist machbar. Oben am Tipp sehen wir eine Krone, die es euch ermöglicht, direkt ein Stück aus einer Blüte auszubohren, wenn ihr denn kein gegrindetes Kraut verwenden möchtet. Hier sehen wir auch eine Veränderung der Zacken in der Krone, was zu einem spürbar geringeren Zugwiderstand und somit zu einem gesteigerten Airflow im Vergleich zu den Vorgängermodellen führt. Dann sehen wir unten, dass das M Plus Tipp nur noch über 2 anstelle von 3 O-Ringen verfügt. Das reicht vollkommen aus und reduziert die Verschleißteile. Wie sagt der große Raketenbaumeister gleich immer, the best part is no part. Word meinerseits. Die eigentliche große technische Veränderung an diesem rippenlosen Tipp ist aber folgende. Während bei allen anderen Dynaweb-Tipps die zur Verdampfung notwendige Hitze in der Wand der Kräuterkammer gespeichert wurde, ist nun ein großes Reservoir an thermischer Masse hier unten unter die Kräuterkammer hinzugekommen. Genau gesagt sprechen wir hier über den Bereich vom Boden der Heizkammer bis zu diesen Kugeleinfräsungen. Dies ermöglicht dann auch tatsächlich die komplette Verdampfung des Kammerinhaltes mit nur einem einzigen Heizzyklus. Durch diese Verlagerung der thermischen Masse konnte dann auch die Wandstärke der eigentlichen Kammer reduziert werden. Hinzu kommt jetzt auch, dass die Kammer um 1 mm vertieft wurde. Diese zwei Dinge in Kombination resultieren in einer 15% größeren Kräuterkammer im Vergleich zu allen anderen Dyna-Tipps. Damit ist das M Plus Tipp das Tipp mit der höchsten Füllmenge, das je im Hause Dynaweb gefertigt wurde. Bei feinem Grind mit etwas Nachdruck ist auch dann fast 0,1 Gramm hier rein zu bekommen, wenn ihr es denn anstrebt. Jetzt ist ganz interessant zu wissen, dass dieses M Plus Edelstahl-Tipp insgesamt über eine geringere Masse verfügt als alle vorherigen Edelstahl-M-Tipps. Es ist leichter. Damit ist es auch das schnellst aufheizende Edelstahl-Tipp von Dynaweb. Somit steckt in diesem Design wirklich ein Haufen Know-how und Hirnschmalz drin.
Um es einmal kurz auf den Punkt zu bringen. Durch smartes Design ist es hier gelungen, wesentlich höhere thermisch verwendbare Masse bei geringerer physischer Masse zu erzeugen. Brillant! Diese Verschiebung in der thermischen Masse innerhalb des Tipps hat auch zur Folge, dass diese Spitze sehr, sehr viel einfacher in der Anwendung ist als alle anderen Dynawebs je zuvor. Aber darüber reden wir gleich. Lasst mich an dieser Stelle dem Fazit aber schon mal einmal kurz vorgreifend sagen, dass das Video am Anfang nicht nur einfach einen optischen Hintergrund hatte. Das neue Tipp sieht nicht nur aus wie eine Raketendüse, sondern es performt auch so. Aber das werde ich euch gleich mal zeigen. Nun lasst uns aber mal auf das neue Stem hier zu sprechen kommen. Die Optik wurde ja auch in den Foren reichlich kontrovers diskutiert und hast du nicht gesehen, was eine Aufregung, als die ersten Bilder auf Insta aufflackern. Und wo wir uns doch nun alle mal ein wenig beruhigt haben, schauen wir doch einmal mit Ruhe auf das neue Stem. Und vorweg muss ich hier auch schon ganz klar sagen, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob man das Teil auf einem Bild sieht oder selbst in der Hand hält. Die Haptik ist hier das ganz Besondere. Das ist mal eine gefühlt hochinteressante Textur, die sie hier aus dem Edelstahl rausgemeißelt haben. Und die haben wir so ähnlich doch schon einmal gesehen. Oder vielmehr gefühlt. Ich weiß ja, dass hier einige alte Dampfhasen auf diesem Kanal unterwegs sind. Erinnert ihr euch noch an den Vapor Giant 2.5 Mesh Mod in Wood Edition? Da musste ich sofort dran denken, als Dynaweb mit den ersten Bildern des M Plus rauskam. Nun kann dieses M Plus Stem etwas durch die rückseitige Einfräsung, was in meiner Wahrnehmung kein M-Stem zuvor konnte. Der M Plus kann blind in die Hand genommen werden und es ist sofort zu erfühlen, wie er gehalten werden muss. Das war mir bisher nur beim Omni möglich. Bei allen anderen M-Modellen musste ich zumindest einen kurzen Blick drauf werfen, um zu sehen, wo der AirPod ist. Und da haben wir doch gleich schon das nächste Schlagwort. AirPort, was in diesem Fall ja eher ein Squareport ist. Auch hier was ein Gestöhne in der Vape-Welt. Viele haben sich hier beschwert, dass der duale AirPort jetzt verschwunden ist. Was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Beim M habe ich den Dual AirPort nie sonderlich gemocht, da er für mich doch keinen wirklichen Sinn ergeben hat. Es ist etwas ganz anderes beim Omni, wo ja der Dual AirPort für einen Luftwirbelumkehr im Inneren sorgt. Da macht er natürlich Sinn. Aber beim M, so ist es auch bis hierhin. Das 219 M-Stem, für mich das schönste und funktionellste und am meist gebrauchte M-Stem in meiner Sammlung hier gewesen. Und so begrüße ich persönlich den neuen AirPort sehr. Er macht beim Hin- und Herrollen zwischen den Fingern exakt das, was er soll und lässt sich nahtlos zwischen komplett geschlossen und weit offen variieren. Bei den Dual AirPods war da irgendwie immer so ein Bruch drin. Also mir passt das neue AirPort-Design auf jeden Fall absolut. Nun lasst uns aber einmal schauen, wie wir den M Plus anwenden. Hierzu befüllen wir dann erst einmal das Tipp mit den Lieblingskräutern. Hier könnt ihr gemahlenes Material genauso gut wie ein ganzes Blütenstück verwenden. Hier achtet aber dann bitte darauf, dass vorne an der Spitze kein Kraut übersteht. Dann packt ihr die Kappe drauf. Zum Erhitzen eines Dynawebs gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Die geläufigsten Methoden sind hier aber ein Jetfeuerzeug
oder ein Induktionserhitzer. Hier möchte ich aber nur auf die Methode mit dem Jetfeuerzeug eingehen. Es ist nun grundsätzlich erst einmal zu verstehen, je näher ihr den Vape hier zum Ende hin erhitzt, desto eher klickt die Kappe und desto geringer ist die Temperatur im Inneren der Kammer. Das ist so, weil die zuvor beschriebenen Bimetallscheiben sich hier oben in der Krempe der Kappe befinden. Je weiter ihr an der Basis des Tipps erhitzt, desto mehr Wärme wird in die Kammer eingebracht. Um sich das zu merken, gab es immer den schönen Spruch bei Dynavap: Heat the tip, tasty terpy rip, heat the base, go to space. Und jetzt kommt beim M Plus ein neuer Spruch dazu: Below the base will melt your face. Schaut mal, um die verschiedenen Heizbereiche eines Dynavap M Plus einmal kurz aufzuzeigen. Wenn ihr den Dynavap M Plus auf diese Art hier bis zum Klicken erhitzt, so ungefähr in der Mitte der Kappe, erhaltet ihr terpenreiche, wohlschmeckende Züge und könnt euren M Plus über mehrere Heizzyklen genießen. Dabei empfehle ich auch hier beim M Plus, dass er ihn während des Erhitzens leicht hin und her dreht. Wenn ihr den M Plus hier unten an der Kappe bis zum Klick erhitzt, wird der Dampf dichter und auch effektiver. Hier könnt ihr dann eure Füllung in ca. 2, je nach Krautqualität auch in 3 Heizzyklen genießen. Und nun kommt das Neue. Wenn ihr es wirklich wissen wollt und den gesamten Inhalt der Kräuterkammer in nur einem einzigen Heavy Hit genießen wollt, könnt ihr den M Plus hier unten auf Höhe der Kugeleinfräsungen erhitzen. Hier ist denn auch keine oder auch nur ein geringes Drehen des Vapes beim Erhitzen erforderlich. Damit saugt sich der M Plus dann dermaßen voll Hitze, dass, ach, seht doch einfach mal selbst. Vapors cold cloud chilling under Dynavap. Them tasty cold clouds make me wanna heat again a cup. Make me heat again a cup. Just wanna heat again a cup. Vapors cold cloud chilling under Dynavap. Make me heat again a cup. Just wanna heat again a cup. Hierzu möchte ich dann aber ergänzend sagen, dass der Vape bei dieser Art der Erhitzung wirklich sehr heiß wird. Wenn ihr ihn so krass am Limit fahren wollt, empfehle ich entweder, wie gerade im Video gesehen, einen Wasserfilter oder aber den Einsatz eines Simmerl Stingers, um der Dampftemperatur, die schon enorm ist, dann Herr zu werden. Schaut mal, das sieht doch auch interessant aus, oder? Nun lasst uns aber noch mal kurz über die Funktion des Airportes oder in diesem Fall des Querportes sprechen. Generell ist es so, dass die Dampfdichte sich erhöht, je mehr ihr den Airport verschlossen haltet. Im Gegenzug verringert sich proportional der Airflow. Je offener der Airport ist, desto mehr Frischluft kann sich mit dem Dampf in der Spitze vermischen. Nun müsst ihr da einfach einmal für euch rumtesten, wie es euch am besten passt. Die einen verschließen den Port nur ein bisschen, die anderen spielen ihn wie eine Flöte, wieder andere rollen den Vape hin und her bei der Nutzung und lassen so etwas Luft in die Kammer einströmen. Hier beim M Plus ist es aber ganz, ganz wichtig zu wissen, dass der Airport auch komplett bei der Nutzung offen bleiben kann. Je kräftiger ihr bei offenem Airport am Vape zieht, desto höher wird die Strömungsgeschwindigkeit im Tip und desto mehr Dampf wird mitgerissen.
versucht es mal, die Finger ganz vom AirPod zu lassen und zieht mal kräftig dran. Gerade denen unter euch, die bei einem Dynavap gerne mal husten müssen, kann ich diese Methode auch bei geringerer Vape-Temperatur sehr empfehlen, da hier die Temperatur des Inhalates mächtig nach unten gebracht wird. Nach Gebrauch und dem Abkühlen könnt ihr dann euren M Plus ganz einfach mit der Lasche, die hier oben an der Kappe ist, auskratzen und schon ist der M Plus für den nächsten Raketenstart fertig. Zum Reinigen könnt ihr dann den M Plus ganz einfach in seine Einzelteile zerlegen. Hierbei könnt ihr den Kondenser mit Hilfe der Lasche der Kappe ganz einfach aus dem Vape drücken. Seht ihr? Dann könnt ihr alle Vape-Teile bis auf die Kappe und die Ohrringe in ISO baden. Nachher gut mit Wasser ausspülen, abtrocknen lassen, wieder zusammenbauen, so rum, plopp, plopp, Kappe drauf und fertig. Um den Ohrringen hier ein langes Leben zu ermöglichen, empfehle ich, sie nach jedem Reinigen hauchdünn mit etwas Dynavax oder ein wenig Fett von einem Lippenpflegestift zu schmieren. Hier ist dann auch noch zu erwähnen, dass sich Edelstahl unter Hitzeeinwirkung verfärbt. Das sieht man an der Kappe sowie auch hier am Tipp. Der Fachmann spricht hier von Anlassfarben. Diese sind keine Verschmutzung und ganz normale Gebrauchsspuren eines Dynavap. Nun ihr Lieben, was halte ich persönlich vom neuen M Plus? Ich halte ihn für einen riesigen Sprung nach vorne. Die neue Spitze macht eine Performance möglich, die sonst nur mit Hilfe eines Symbol FMJ oder einer Armored Cap erreicht werden konnte. Sie macht den M Plus auf Wunsch zu einem Native Heavy Hitter. Gleichzeitig kann der M Plus aber auch mit leichten, geschmackvollen Zügen aufwarten. Mindestens genauso wichtig ist für mich, dass die Bedienung für den Nutzer wesentlich vereinfacht ist. Wenn ich hier im unteren Teil erhitze, ist dieses kontinuierliche Drehen nicht mehr wie bei den Vorgängermodellen nötig. Ein bisschen hin und her drehen tut dem Dampfergebnis auch hier immer noch gut, aber das war's denn auch schon. Nun, wem würde ich die Anschaffung eines M Plus empfehlen? Kurzum, jeder und jedem, die sich für Geräte zur Trockenkrautverdampfung begeistern können. Die erfahrenen Dynonauten unter euch werden den Fortschritt mit Sicherheit feiern. Und den Dynaverse-Neulingen macht dieser Vape den Einstieg ins Dynaverse so leicht wie nie zuvor. Es gibt aber eine Reihe von Menschen unter euch hier in der Community, die mich wirklich immer wieder zum Staunen bringen und denen ich den M Plus ganz besonders ans Herz legen möchte. Ganz viele von euch berichten mir von ihren Gerätesammlungen, worüber ich mich auch immer riesig freue, da es mir auch einen Einblick gibt. Viele von euch haben dabei wahnsinnige Sammlungen mit allen möglichen elektrischen Vapes, die die letzte Dekade hervorgebracht hat. Aber keinen einzigen Dynavap im Portfolio. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann ist jetzt vielleicht der Punkt, es einmal zu versuchen. Gebt dem Gerät mal eine Chance. Du wirst staunen. Versprochen. Nun bleibt bei mir ein Wunsch offen. Yep. Eindeutig. Bitte, Dynavap. Lass den Fortschritt bezüglich der thermischen Masseverteilung im Tipp bitte auch in ein neues Omni-Design einfließen. Ich kann es kaum erwarten. George, bitte, bitte, wenn du das hier jemals hören sollst, schmeiß die Titaniummühle an. Nun sollten wir aber noch kurz über den Preis reden.
99 € kostet der nackige Vape. Dafür bekommt ihr aber auch ein Gerät, was bei guter Pflege ein Leben lang hält. Für nur 20 € mehr bekommt ihr ihn dann in diesem schicken Essential Kit. Hier kommt dann gleich ein schickes Dynastech als Garage mit und ein wirklich starkes, dreiflammiges Feuerzeug aus dem Hause Dynavap ist auch mit dabei. Wenn ihr hier einmal auf die Einzelpreise der einzelnen Stücke schaut, dann lohnt sich dieses Kit auf jeden Fall. Und es gibt auch noch das 2023 Starter Pack, wo dann für 50 € mehr das komplette Zubehör Ballett bei euch angetanzt kommt. Und wenn ihr jetzt auch so einen M+ oder einen anderen Vaporizer möchtet, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr zuvor an mich denkt und dann über den Link in meiner Videobeschreibung und dann über den dicken grünen Button auf meiner Homepage bestellt. Falls ihr an weiteren spannenden Videos rund um das Thema thermische Extraktion von Trockenkräutern interessiert seid, schaut doch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Homepage vorbei. Auf meiner Homepage können dann auch alle 18+ Videos unter einfacher Altersabfrage angeschaut werden. Tja, und dann wären wir auch wieder einmal durch. Und so bedanke ich mich wie immer herzlich für euch Zuschauer. Ich wünsche euch alles Liebe und allzeit genug Kraut für eure Clouds. Ciao! The sun will shine on Vapors crowd clouds. The sun will shine. Vaping crowd clouds, smart vape designs, healthy bath in modern times. Make you feel fine. The sun will shine.